Heute geht es um Zubehör für dein Cockpit. Ich zeige euch meine 10 Lieblings-Gadgets aus dem Cockpit, um mir das Reisen im Wohnmobil angenehmer zu gestalten. Und wenn dich das auch interessiert, dann würde ich sagen, bleib super gerne dran. Der letzte Teil in unserem Gadget-Video und damit ganz herzlich willkommen bei einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute melde ich mich aus dem Cockpit zu euch, denn heute geht es, wie schon erwähnt, um Gadgets, die ich hier in meinem Cockpit habe und die mir das Reisen einfach versüßen oder vielleicht auch sicherer machen. Wie bereits in den anderen Videos, wo es zum Beispiel um das Zubehör in der Dinette oder in der Küche, im Badezimmer, Schlafzimmer oder auch in der Heckgarage geht, die Playlist dazu findet ihr übrigens hier oben, werde ich auch hier wieder keine eigene Gliederung machen, denn wir gehen die Gadgets einfach peu à peu durch. Und ein ganz wichtiger Appell auch noch an dich, wenn du hier irgendwas vermisst und du sagst, du hast irgendwas dabei, was wirklich hilfreich ist und was vielleicht für uns alle ganz interessant ist, dann schreib das sehr, sehr gerne in die Kommentare, denn dann hilft uns das ja am Ende allen. Und ich würde versuchen, all diese Gadgets zusammen zu bündeln, ordentlich strukturiert auf meiner Webseite wiederzugeben. Den Link dazu findet ihr natürlich hier unten in der Videobeschreibung. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir auch schon ready für dieses Video. Wir legen los und ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Ja, und dann gehen wir es einfach mal durch. Ich habe mir überlegt, wir gehen von der Beifahrerseite rüber zur Fahrerseite und in der Vorbereitung dieses Videos ist mir wieder aufgefallen, wie viele Gadgets ich eigentlich letztlich wirklich wieder hier dabei habe, obwohl wir in Anführungsstrichen nur im Cockpit eines Wohnmobils sind. Aber gerade Wohnmobil sagt es eben, man führt hier doch wieder Dinge mit, die andere PKWs nicht immer mit dabei haben. Zum Beispiel die Verdunkelung, damit gleich mal angefangen. Das ist bei mir wieder was Besonderes. Warum? Bei dem Grand California sind keine Jalousien verbaut, wie man das sonst aus der Wohnmobilindustrie kennt. Bei mir sind einfach nur Vorhänge mit dabei, die man hier reinhängen kann. Die waren mir aber zu lapprig und deswegen habe ich mir hier von Project Camper diese Matten geholt. Das sind nicht nur Verdunkelungen, sondern gleichzeitig dient es auch noch der Isolierung. Gibt es in verschiedenen Farben und hier die Seitenteile einfach mit Magnet reingeklippt. Und bei der Verdunkelung der Frontscheibe sind dann Metallstäbe integriert, die man hier einfach hinter der Sonnenblende einspannen kann. Ja, und dann gehen wir es durch. Was ich hier immer auf meiner Beifahrerseite liegen habe, das sind die Flashlights. Ich habe da immer 4 Stück dabei. Warum? Weil ich einmal sage, 2 sollte ich immer dabei haben, weil man kann das Licht ja auch zum Beispiel zur Absicherung hernehmen. So, und da denke ich mir, da müssen dann eigentlich 2 dabei sein. Jetzt ist es bei mir aber so, dass ich dieses Licht auch noch hernehme, wenn ich zum Beispiel Fahrrad fahre. Dann sichere ich mich damit zusätzlich ab. Des Weiteren, wenn ich dann irgendwie was beladen muss und so weiter. Deswegen habe ich einfach immer 4 Stück dabei. Die sind immer geladen, da lege ich großen Wert drauf. Und dann liegen die hier vorne immer griffbereit. Und das habe ich auch wieder gelernt, wenn du die irgendwo versteckst bei dir, dann denkst du oft nicht dran. Aber es gibt so viele Einsatzgebiete, wo man diese Lampen verwenden kann. Und deswegen habe ich die immer hier vorne liegen. Und da muss ich jetzt auch noch gleich dazu sagen, ich bin mir nicht sicher, ob es diese Flashlight aktuell noch gibt, wenn du dieses Video guckst, weil momentan bin ich da gerade ein bisschen am Umstrukturieren. Ich versuche hier ein Nachfolgemodell zu finden, das ist aber nicht ganz so einfach. Ich will die auch wirklich auf Qualität immer testen und so weiter. Auf der anderen Seite will ich vom Preis her niedrig bleiben. Die kosten 15 €. Ich finde, das ist echt ein Schnapper für das, was sie bieten. Und deswegen bin ich da noch auf der Suche. Dann habt ihr zur Not einfach noch ein bisschen Geduld und ihr könnt ja auf dem Webshop auch mit der E-Mail-Adresse eintragen. Dann werdet ihr nämlich sofort informiert, wenn es die wieder gibt, beziehungsweise das Nachfolgemodell gibt. Jetzt aber genug mit Eigenwerbung, wir machen weiter. Was allen immer auffällt, wo ich immer ganz oft angesprochen werde, warum ich hier ein iPad mit mir führe. Das iPad ist das eine und das andere ist die Halterung. Wir kommen gleich zur Halterung. iPad, warum habe ich das dabei? Ich bin Business Camper, das bedeutet, ich bin sehr viel beruflich unterwegs mit diesem Fahrzeug. Ich bin jetzt gar nicht so der Urlauber, der unterwegs ist. Und das bedeutet, ich habe immer wieder viele Meetings, Telefonate, muss mich aber eben auch gut navigieren lassen. Und ich musste lernen, dass es nicht immer ratsam ist, mit einem Handy alles zu machen. Denn gerade dann, wenn du dich nicht mehr auskennst, versagt die Navigation oder irgendwas, spielt nicht miteinander. So, das ist der Grund, warum ich dieses iPad mit mir führe. Jetzt ist die zweite Frage, wie habe ich das hier integriert? Und das ist ein System, das ich immer wieder gerne verwende in meinen Cockpits, und zwar ist das von Broadit. Broadit ist sehr, sehr teuer, aber das Zeug ist eben super stabil und funktioniert hervorragend. Und das Ganze, und das ist eben auch das Tolle, ohne zu bohren. Man klebt ein klein wenig, aber das ist alles rückstandslos wieder zu entfernen, wenn du das Auto wieder verkaufen möchtest oder wenn du einfach auch nur zur Miete unterwegs bist, wie auch immer. Deswegen liebe ich diese Broadit-Systeme und man sieht es ja hier schon, das ist alles super stabil. Also das ist mir eben sehr, sehr wichtig.
Und direkt darüber habe ich dann eine Fernbedienung. Und da habt ihr mich oft darauf angesprochen, ob ich in einer Garage parke, wo ich mit diesem hohen Fahrzeug reinfahren kann und das dann auch noch automatisch öffnen kann und so. Nein, das ist für mich kein Garagenöffner. Das gibt es zwar auch als Garagenöffner, diese Fernbedienung, bei mir hat die aber einen anderen Hintergrund. Und zwar bediene ich mit dieser Fernbedienung meine Hubstützen, sodass ich mein Fahrzeug automatisch nivellieren kann, wenn ich irgendwo auf einen Stellplatz komme und schräg stehe. Oder wenn ich, wie man in diesen Bildern sieht, meine Schneeketten oder Schneesocken anlegen möchte. Oder dann am Ende das Fahrzeug auch wieder ablassen kann. Dafür ist diese Fernbedienung und ich habe mir da einfach ein Klettband reingemacht, hier hinten ebenso und hänge mir die immer hier hin. Da ist die für mich immer aufgeräumt, sie ist immer im Sichtfeld, das bedeutet, ich verliere sie hoffentlich nie und weiß immer, wo ich zugreifen muss, wenn ich das Fahrzeug nivellieren möchte. Dann kommen wir noch kurz zum Entertainment-System. Das ist jetzt fest verbaut, das ist noch nichts Besonderes, aber ich habe hier eine Folie drauf gemacht, dass man diese Tapser nicht immer so sieht. Da stehe ich total drauf, weil ich hasse so Fingerdapsen bei diesem ganzen Touchscreen. Und diese Folie ist für relativ wenig Euro zu haben und ist für mich einfach toll, weil man nicht ständig drüber putzen muss. Wollte ich an der Stelle auch einfach nur noch mal gesagt haben. Habt ihr mich zwar noch nie darauf angesprochen, weil ihr sie wahrscheinlich so noch nie wahrgenommen habt, aber finde ich ein mega cooles Gadget in einem Cockpit, sodass man eben diese Fingerdapser nicht mehr hat. Unterhalb des Entertainment-Systems sind auch nochmal zwei Sachen, auf die ich immer angesprochen werde. Und zwar einmal mein Kugelschreiber. Ihr sprecht mich zwar nicht direkt auf den Kugelschreiber an, aber auf die Befestigung, die ich da habe. Da habe ich mir einfach eine Halterung gekauft, ganz, ganz preiswert und günstig. Habe die mir hier hingeklebt, das ist so ein 3M-Kleber. Damit ist der Stift immer safe aufgeräumt und er klappert und scheppert vor allem nicht. Ja, und daneben dieses Teil hier, das ist kein Gadget, das irgendwie was mit meinem Cockpit zu tun hat, sondern das ist einfach nur die Fernbedienung für meinen Max-Fan, der im Hinteren des Fahrzeuges ist. Dazu wird es dann auch noch mal ein eigenes Video geben. Also überhaupt kein Gadget hier für das Cockpit, aber ihr habt mich immer wieder auf dieses Teil hier angesprochen. Ich weiß gar nicht, wie ihr das seht mit euren Adleraugen, aber ihr habt diese Infrarotschnittstelle gesehen und habt dann wissen wollen, was das für eine Fernbedienung ist. Und jetzt habe ich dieses Geheimnis gelüftet. Jetzt sind mir auf der Beifahrerseite noch zwei Sachen ganz wichtig. Zum einen die Löschdecke hier. Warum jetzt eine Löschdecke im Cockpit? Naja, weil es für mich dann in der Küche immer noch frei zugänglich ist. Ich habe die auch hier immer fest verankert hier hin. Das funktioniert für mich optimal und ich kann sie dann einfach hier rausreißen. Warum das Ganze? Das haben wir in einem anderen Video mal gesehen. Und zwar war ich bei der Feuerwehr und habe einfach mal verschiedene Feuerlöscher ausprobiert und habe einfach mal mich damit beschäftigt, was passiert, wenn es in meinem Camper brennt. Und eine Sache, die ich gelernt habe, ist eben diese hier, Löschdecke, ist sehr, sehr hilfreich, gerade im Camper. Und deswegen habe ich die hier oben. Und eine weitere Sache, die auch zur Feuerbekämpfung dient, die habe ich hier über mir. Und zwar ist es ein Löschschaum, ein Spray. Und warum jetzt dieses Löschspray zusätzlich? Naja, bei der Feuerwehr habe ich eben gelernt, wie man Brände löscht. Und dieses Spray war für mich dann das allerbeste und hat das beste Ergebnis erzielt, war auch für mich im Umgang her super praktikabel und deswegen habe ich immer hier über mir dieses Löschspray hier unterhalb die Löschdecke. Ist mir nochmal ganz wichtig, wie gesagt, wenn ihr da mehr zu wissen wollt mit Brand im Wohnmobil und so weiter, dann guckt sehr, sehr gerne das Video bei der Feuerwehr. Wir haben jetzt mal die Seite gewechselt. Ihr verlagert euren Blick jetzt mal weiter auf die Fahrerseite. Was seht ihr hier oben? Gleich mal ein ganz wichtiges Gadget, wieder aus dem Feuerwehrvideo, die Rettungskarte. Ein super wichtiges Teil und das habe ich immer hier oben unter der Sonnenblende, damit es die Feuerwehr, THW, wer es auch immer braucht, sofort findet, wenn ich mich in einer Notsituation befinde. Bleiben wir bei dem Thema Sicherheit und werfen mal einen Blick nach hier unten und zwar diese gelbe Karte und auf die sprecht ihr mich auch immer wieder an. Das ist einfach meine neue Camper Safety Karte. Ihr kennt es vielleicht schon mal, ich habe mir immer wieder Checklisten gemacht, damit ich beim Abfahren nichts vergesse. Und das System habe ich jetzt ein bisschen optimiert. Ich habe hier auf der einen Seite, auf dieser Seite, auf der Vorderseite einfach ein paar Checkpunkte, wie zum Beispiel sind alle Fenster zu. Also alles Themen, die ich mir angucke, wenn ich von einem Stellplatz, einem Campingplatz wieder losfahre, damit ich ja nichts vergesse. Denn ihr glaubt nicht, was es da schon alles gab. Und gerade wenn du immer wieder unterwegs bist und dann in Stress kommst und beim Abfahren ist man meistens immer irgendwie im Stress, warum auch immer, dann ist sowas gar nicht verkehrt. Auf meiner Webseite findet ihr eine Anleitung, um das selber zu basteln. Könnt ihr aber auch im Webshop kaufen, gibt verschiedene Ausführungen. Das ist eben jetzt die ganz neue, die ist extra gelb gemacht mit diesem NFC-Chip.
bedeutet das, ich kann hier einfach mit dem Handy rangehen und automatisch öffnet sich dann nochmal die digitale Checkliste oder was auch immer ich hier hinterlegen möchte. Einen automatisierten Notruf mit einer Ortung, die ich verschicke, was auch immer ich machen möchte. Wen das im Detail interessiert, ich habe auch nochmal ein extra Video gemacht mit NFC im Camper, der kann sich das sehr, sehr gerne mal anschauen. Ist ein bisschen nerdig, aber ganz geil, was da alles möglich ist. Und der Grund, warum ich die auch immer hier im Cockpit hängen habe, ist, weil ich hier immer meine Ausmaße habe. Das heißt, ich sehe hier immer, was wiegt mein Fahrzeug, wie hoch ist mein Fahrzeug, wie breit ist mein Fahrzeug und wie lang ist mein Fahrzeug. Mittlerweile weiß ich das natürlich, weil ich ständig mit dem Fahrzeug hier unterwegs bin, aber ich tausche auch immer wieder Fahrzeuge durch Tests und so weiter und deswegen bin ich immer super dankbar, wenn ich hier sowas zur Verfügung habe, denn ihr glaubt ja gar nicht, wie oft man irgendwie in die Situation kommt, wo man sagt, oh, boah, wie war das gleich wieder? Und das ist alles, also einfach nur eine kleine Gedankenstütze. Okay, was haben wir noch auf der Fahrerseite? Wir haben hier hinten einen kleinen Mülleimer. Ja, tatsächlich, ich habe immer einen kleinen Mülleimer dabei. Den gibt es auch einfach im Zubehör zu kaufen. Kannst du dir in deine Becherhaltevorrichtungen stecken. Und damit sammle ich immer meinen Müll, weil ich finde, das sieht einfach alles viel appetitlicher aus. Ist dann schön gesammelt und sammelt sich dann nicht in irgendwelchen Seitenfächern an und so weiter. Ich bin dann Freak, aber ich stehe auf sowas. Und ich kann euch gleich sagen, es wird gleich noch freakiger. Bevor wir dazu kommen, noch meine Handyhalterung. Auch das ist wieder eine Broadit-Halterung. Dann war ich aber ein bisschen knausrig, weil da gibt es auch so Magnethalterungen jetzt von Broadit. Ich fand die aber extrem teuer. Und deswegen habe ich das einfach mit einer anderen Halterung kombiniert. Die ganze Halterung kann ich dann mit USB-C am Strom anschließen und habe somit immer eine Stromversorgung mit meinem Handy. Aber das Ganze eben ohne Kabel. Und das ist für mich beim Fahren immer sehr, sehr praktisch. Direkt daneben, auch bekannt aus meinem Feuerwehrfilm, ist eigentlich Wahnsinn, was ich in dem Cockpit alles verändert habe durch diesen Aufenthalt oder diese Erlebnisse und Erfahrungen bei der Feuerwehr, habe ich immer noch einen, naja, so ein Rescue-Tool nenne ich das. Das ist auf der einen Seite ein Gurtschneider, auf der anderen Seite ein Hammer, mit dem man Fensterscheiben einschlagen kann, aber auch nochmal ein Warnlicht. Das Ganze habe ich auch wieder mit den Stifthalterungen dort befestigt, wie ihr sie auch gerade eben schon gesehen habt bei meinem Kugelschreiber. Das funktioniert für mich hervorragend, es ist immer griffbereit und es ist eben auch dann griffbereit, also hoffe ich, wenn ich in einer Notsituation sein sollte und mich selber rausschneiden müsste von den Gurten. Und bei dem Gegenstand hoffe ich einfach nur, dass ich ihn nie brauchen werde. Und jetzt wird es richtig nerdig und zwar mit diesem Teil hier. Ihr habt mich immer angesprochen, warum ich so einen kleinen Trinkbecher habe. Das ist kein Trinkbecher, ich habe ihn aber in dem Becherhalter. Das ist ein Snagger. Und was ist ein Snagger? Alle Gamer unter euch oder alle Eltern oder Großeltern, die Kinder oder Enkelkinder haben, die in der Gaming-Szene unterwegs sind, die kennen das. Ein Snagger ist ein Gegenstand, wo du Snacks zu dir führen kannst, ohne dir die Hände dabei schmutzig zu machen. Es ist wirklich freakig, ich muss es zugeben, aber es ist geil. Ich erkläre euch das Ganze. Also, es funktioniert so, du kannst hier oben Snacks einfüllen, allerdings kleine Snacks. Also man sieht das in der Werbung meistens mit irgendwelchen Knickknacks oder M&M's und so weiter. Ich versuche mich bei der Fahrt immer einigermaßen gesund zu ernähren. Das bedeutet, bei mir finden hier die Nüsse ihren Platz oder auch Rosinen ihren Platz. Und das Problem ist aber, das ist alles immer so leicht fettig oder klebrig. Also gerade so Rosinen, die kleben ganz schön. Und wenn du die jetzt in der Tüte hast, dann kann einmal die Tüte aufreißen und dann fliegt ja diese ganze Schlotter immer hier rum im Fahrzeug. Das will ich nicht. Und das andere ist, wenn du das immer nur so mit den Fingern nimmst und deinen Mund, dann fällt es auf der Seite raus. Deine Finger sind dann klebrig oder auch fettig. Und das will ich alles nicht. Weil ich will das schon gar nicht an meinem Lenkrad haben. Ich bin da echt Nerd. Und deswegen habe ich den Snagger. Und wie funktioniert das Ganze? Super einfach. Du füllst die Sachen hier eben, wie gesagt, ein. Wie gesagt, darauf achten, dass es kleine Sachen sind. Und dann kannst du einfach während der Fahrt dieses Teil hier nehmen und kannst deinen Snack zu dir führen. Und was hier vorne immer so rot blinkt, das ist meine T-Tronic-Alarmanlage. Ist aber ein Thema für ein anderes Video, gibt es schon. Wer da Bock drauf hat, einfach sehr gerne angucken. Ja, und damit sind wir jetzt auch schon wieder durch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir was gebracht und du hast noch die ein oder andere Inspiration gefunden, die dir vielleicht auch das Reisen im Wohnmobil ein bisschen erleichtert. Mich würde das wahnsinnig freuen. Wenn du auch noch ein Like da lässt, dann freut mich das noch umso mehr und ist eine Mordsmotivation, weiter solche Videos zu drehen. Die soll es natürlich auch geben. Jeden Montag 18:30 Uhr kommt immer wieder ein neues Video rund um das Thema Camping und Wohnmobile. Und wenn du das nicht verpassen willst und noch nicht so wild warst, dann kannst du den Kanal natürlich auch super gerne abonnieren. Drück die Glocke, denn dann wirst du sofort informiert, wenn es hier auf dem Kanal ein neues Video gibt.
Und jetzt wünsche ich euch, egal mit welchen Utensilien ihr im Cockpit unterwegs seid, immer ganz, ganz tolle Reisen. Das Wichtigste ist, dass ihr gesund und glücklich wieder zurückkommt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute und natürlich vielen Dank fürs Zusehen. Euer Markus. Ciao.